Hi Leute und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wie ihr sehen könnt, wir stehen heute mal wieder vorm Bunker. Wir sind immer noch im Bereich Südtirol unterwegs, und zwar erkunden wir den Sperrgürtel, den ihr jetzt in den vorhergehenden Videos gesehen habt, weiter. Also es gibt noch mehrere Bunkerkomplexe, die zu diesem Sperrgürtel gehören, und das ist ein Teil davon, und den schauen wir uns jetzt einmal an. So, jetzt sind wir hier eingestiegen. Jetzt haben wir hier wieder diesen klassischen Vorraum. Hier haben wir auch wieder Nummerierungen. Wieder eine schöne alte Drucktür. Uns verrostet. Ja. Zweigt sich natürlich wieder ab. Hier beginnt es mit der 1. Einzelne Kammern. Sogar eine 25 steht da hinten. Es sind auch irgendwie so schon die Steine rausgebrochen, wahrscheinlich als man die Betten hier entfernt hat. Hier unten sieht man uns ja auch. Das ist halt immer wieder ähnlich aufgebaut. Einmal diesen riesigen Mannschaftsbereich, wo die Soldaten sich halt aufhalten konnten, und dann halt die einzelnen Gefechtsstände. Da werden wir jetzt wahrscheinlich gleich auf den ersten stoßen. Ja. Und hier ist dann der erste Gefechtsstand. Von außen waren die ganzen Schießscharten jetzt in dem Fall zugemauert, betoniert. Das war wieder für ein MG. Der Bereich hier mit der 18, der ist hier auch richtig schön versindert, wenn man sich das hier anguckt. Aber man kann gar nicht erkennen, wo das Wasser jetzt hierher floss in dem Moment. Kommt hier scheinbar durch irgendeinen Riss im Gemäuer. Sieht wirklich ganz schön aus. Ja, hier muss auch was Größeres gestanden haben. Hier bin ich irgendwie auch noch nicht so schlau. Das hatte ich auch schon mal in der Anlage gesehen. Ja, mit diesen Stahlverbindungen, die hier aus der Wand kommen. Kann ich mir jetzt gerade überhaupt gar keinen Reim machen. Auf jeden Fall muss hier was Größeres gestanden haben. Das hier unten ist auch ein riesen Stahlträger. Also hier wird jetzt nicht nur ein MG gestanden haben. Ja, hier sind wir schon bei der 20. Ja, auch hier ist halt nichts drin. Die meisten Sachen, soweit ich nachgelesen habe, die wurden halt fertiggestellt. Hier haben wir auch wieder wahrscheinlich eher für eine Pack. Ist auch wieder größer aus hier. Kann aber auch MG sein. Also meistens hatten die irgendwie eine Hauptkanone, die kleineren Bunker hier, und mehrere MGs. Aber einige Bereiche sind halt immer irgendwie größer. Kleine. Ja, wie gesagt, die meisten Sachen sind halt nicht mehr bestückt worden, die wurden alle fertiggestellt dann bis 42, aber dann ist ja kein Inventar so gesehen reingekommen. Ja, das war hier nochmal der zweite bzw. Ausgang, wo man rein konnte. Schon wieder im Ausgangsbereich. Hier auch wieder direkt am Anfang halt der Frischwassertank oder Frischwasserbereich, wo man sich das Wasser entnehmen konnte. Und hier halt die Toiletten direkt
im Eingangsbereich, da wo auch, ja, eigentlich ist das mehr zur Observation, um zu sehen, wer hier ist. Ich glaube nicht, dass das direkt eine Maschinengewehrstellung oder sowas war, Gefechtsstand für Maschinengewehre, sondern um einfach zu schauen, wer da draußen ist. So, da bin ich jetzt rausgekommen aus dem Bunker. Hier seht ihr das nochmal von außen. Da ist die Tür, wo ich innen auch davor stand. Oh, jetzt filmen wir ein bisschen gegen das Licht. Da oben ist die Sonne. Da, so. Ja, und weiter oben jetzt, so circa 100 Meter, gehört noch eine weitere Anlage zu diesem Abschnitt von dem Sperrriegel. Und da gehen wir jetzt auch gleich nochmal hoch und gucken uns das Ganze an. Aber hier seht ihr jetzt nochmal, ja, die Ausmaße jetzt von dem Bunker. Da sind auch wieder die Schießscharten. Hier sieht man es auch nochmal ganz gut. Ich glaube hier in der großen, da war halt wirklich auch eine Pack, ne, wie wir das da drin gesehen haben. Da ist die Scharte einfach zu groß. Ich habe auch gelesen, dass einige Bunker hier in dem Abschnitt sogar Flammenwerfer hatten, die verbaut wurden. Besonders auf dem Panzergraben, weil wir sind jetzt südlich von dem Panzergraben. Letztens waren wir ja nördlich. Und die haben dann halt auch Flammenwerfer da drin verbaut gehabt. Da ist nochmal eine kleinere. Das ist dann wahrscheinlich wieder MG. Ja, also der Anlage hätte man dann auch als Infanterist überhaupt nicht zu nahe kommen wollen. Ja. Okay, dann würde ich sagen, dann gucken wir uns das Ganze jetzt nochmal von der oberen Etage an. So, wir sind jetzt weiter den Wald jetzt hochgestiefelt. Wir sind jetzt hier nochmal auf einen ganz alten Weg, der schon zugewachsen ist, gestoßen. Und haben jetzt da oben eine Felswand entdeckt. Und da wird es sein. Hier sind auch schon ein paar die ersten Indizien, dass da mal welche hergegangen sind. Und es gibt auch schon überall so alte Relikte. Von Konservendosen wahrscheinlich hier. Alte Becher und so weiter. Was das jetzt hier mal gewesen ist. Ja, könnte sowas sein, ne? Oder ein alter Blechtopf, ne? Irgendwas Militärisches. Naja. Gucken wir mal, wie es da oben weitergeht. So, jetzt weiß ich nicht, ob ihr es sehen könnt. Aber jetzt wäre ich beinahe hier reingelaufen. Hier ist noch richtig oldschool Stacheldraht. Vor der Wehranlage. Hier überall. Ja, da muss man aufpassen. Er zieht sich hier wirklich komplett durch. Und dadurch, dass er natürlich jetzt auch hier schön verrostet ist. Oh jo, hier überall. Dann, ja, kann man es nicht sehen, ne? Also geht komplett hier rum um die Anlage. Ja, gucken wir mal, was wir noch für Fallen finden. So, jetzt sind wir hier an dem Observationsturm. Hier sieht man sogar noch Camouflage, die Tarnfarbe, die hier aufgebracht wurde. Da oben sind sogar noch die Isolatoren, da ging Strom her. Ja, jetzt ist hier die Haupttür natürlich zu. Das gefällt uns ja gar nicht. Müssen wir gleich mal gucken. Es gibt meistens immer noch einen zweiten Eingang. Wo sich der jetzt hier befindet. Vielleicht müssen wir den nochmal Auskundschaft nehmen. So, jetzt ist unsere große Aufgabe, den Eingang zu finden. Weil da, wo wir hier angekommen sind, ist leider zu. Und jetzt bin ich hier schon rechts davon einmal am Werk vorbeigelaufen. Und war jetzt noch eine größere Schießscharte da zu sehen. Da müssen wir jetzt mal gucken, ob wir auf der linken Seite fündig werden. Ansonsten müssen wir gucken, ob wir eine freie Fläche finden. Und dann da mit der Drohne das Ganze nochmal spotten.
wenn das Signal passt. So Leute, wir sind jetzt von da unten gekommen. An den Seiten konnte ich jetzt oben nichts mehr entdecken, außer noch einen Zugang. Dafür haben wir jetzt hier diesen riesigen, ja, wie Stolleneingang gefunden, das Mundloch hier. Das wird aber mit zu der Anlage gehören und vielleicht habe ich Glück und kann da oben dann noch was finden. Aber erstmal gehen wir hier rein. Weil man sieht hier auch schon, ja, das gehörte mal irgendwie dazu. Hier ist so ein Metallpin. Das war mal alles abgesperrt. Und vielleicht sollte das hier nochmal weiter ausgebaut werden. Ja, erstmal alles dunkel. Und jetzt können wir so ein bisschen erkennen, das ist eine riesige Kammer. Oh, hier ist es sehr kühl. Draußen ist es schon wieder extrem warm. Ja, und es scheint mal ja nicht fertig geworden zu sein. Es ist riesig. Riesige Kammer. Ja, jetzt habe ich natürlich gerade mal den Scheinwerfer nicht mit am Mann. Ja, also hier kann man auf jeden Fall einige Fahrzeuge unterbringen. Aber für was es halt gedacht war, weiß ich jetzt nicht. Ja, kann man relativ wenig erkennen. Hier sind irgendwie, sehe ich gerade, noch ja, so Steine verbaut. Wenn ihr das erkennen könnt hier unten. So parallel zueinander. Wahrscheinlich sollte das ja nochmal, da sollte wahrscheinlich nochmal wie ein zusätzlicher Boden drauf, dass das im Prinzip die Steine sind und dann wäre oben drüber dann halt noch irgendwas gekommen, damit von unten nicht die Feuchtigkeit so hoch kommt. Ja, und dann ist hier hinten fertig. Also es ist eine riesige Kammer. Es sind auch überall noch ein paar kleine Metallteile. Aber sonst ist hier jetzt auch nichts zu sehen. Ja, hier haben sie dann halt irgendwann aufgehört, weiterzubauen oder weiter zu arbeiten. Ja, krass. Und dann geht's wieder raus. Ja, mal gucken, ganz interessant. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet, dass jetzt hier noch irgend sowas kommt. Haben jetzt hier gegenüber von dem Weg auch nochmal, das kann man jetzt auf der Kamera schwer sehen. Wir haben es mit der Drohne jetzt einmal gespottet, sind ein bisschen näher geflogen. Da haben die auf jeden Fall was zugemauert. Und da ist aber ein kleines Loch. Ob man da jetzt durchpasst, weiß ich nicht. Würde ich gerne da nochmal versuchen. Naja, man könnte jetzt hier den Weg wahrscheinlich hinten rum oder jetzt hier durch das Flussbett und dann mal drüben gucken, ob da jetzt noch was ist. Zu der eigentlichen Anlage, die wir hier erkunden, haben wir jetzt auch mit der Drohne weiter oben keinen zweiten Zugang gefunden. Es wird aber definitiv noch einen geben. Die Frage ist, wo. Aber leider sind die Anlagen jetzt hier zum Teil so gut überwachsen mit Bäumen und alles. Die gab es ja hier früher halt auch gar nicht dann. Deshalb ist es immer schwer zu sehen. Und mit der Drohne kann man leider hier auch nicht überall mal eben nah ranfliegen. Ja, deshalb gucken wir jetzt noch ein bisschen, ob wir jetzt was finden. So Leute, jetzt wird's wild. Jetzt sind wir hier ein bisschen noch hochgegangen. Von diesen Katakomben haben wir übrigens noch eine zweite gesehen. Genauso angelegt. Auch irgendwann Ende, riesig. Und jetzt sind wir hier so einen Seitenweg reingegangen und jetzt findet man so alte Überreste von Brücken. Da oben auch irgendwie. Und hier in dem Fels sehe ich schon die ersten, wo war denn jetzt der zweite? Ich glaube da unten irgendwo, gerade gesehen, Eingänge. Da unten, ja. Sieht man jetzt nicht, weil der Baum davor steht. Eingänge
Das scheint jetzt aber so Sachen aus dem Ersten Weltkrieg zu sein. Direkt hinter der Anlage jetzt vom Vallo Alpino, was ja dann Zweiter Weltkrieg ist, finden wir hier auf einmal Sachen vom Ersten Weltkrieg. Und das ist natürlich jetzt mega spannend. Jetzt müssen wir natürlich gucken, wie wir jetzt hier rüberkommen, aber die Passage sieht ganz gut aus, weil hier die Brücke, ja, das sieht man ja, ist zusammengefallen, abgetragen. Ja, das sieht man auch noch ein bisschen Mauer. Ja, richtig krass. Ah, hier ist, ich stehe jetzt auch noch direkt hier vorm Eingang. Hier ist das nächste. Ja, jetzt müssen wir uns das hier mal angucken, was das jetzt hier ist. Ja, das ist hier auch wieder so eine Kammer. Hier oben sieht man noch ein bisschen, ja, da ist wahrscheinlich die Elektrik hergegangen für die Beleuchtung. Dahin sind irgendwie Steine abgelegt. Kann das jetzt nicht richtig erkennen. Das sind so Kammern, aber für was diese Kammern jetzt hier gewesen sind, für was für eine Verwendung, ist jetzt nicht ganz klar. Als Lagerstätte jetzt hier für die örtlichen Streitkräfte dann. Weil es erinnert auch so ein bisschen wie an Uferlagerung. Ja, riesige Systeme, Kammern ausgehöhlt, um da halt eine unterirdische Produktion zu machen. Aber es macht jetzt hier gerade gar keinen Sinn. Und mir ist auch nicht bekannt, dass es hier sowas auch gab. Ja, mal gucken, was jetzt in den anderen Löchern ist. Ob da genauso solche Kammern sind. Und ob das jetzt eher zum Ersten Weltkrieg gehört oder zum Zweiten, kann ich gar nicht sagen. Ich würde jetzt schon fast sagen zum Ersten. Ja, gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht. Aber auf jeden Fall richtig interessant, was wir jetzt schon gefunden haben hier. Ja, wir sind jetzt hier rüber und haben Glück im Prinzip, weil die Brücken sind ja zerstört, oder die eine Brücke, dass ja, das Flussbett mehr oder weniger ausgetrocknet ist. Kleiner Rinnsal. Und hier sieht man jetzt hier die erste kleine Mauer. Und dann gucken wir mal, was jetzt hier in diesen einzelnen Löchern sich noch so verbirgt. Und gucken wir mal jetzt. Ja, jetzt sind wir hier hochgegangen. Und hier gibt es jetzt schon eine Menge Spuren, die darauf hindeuten, dass hier irgendwas gewesen ist. Und hier, ach, hier ist die nächste Kammer. Hier auch mit Stacheldraht. Alles schon kaputt gemacht. Und da drüben sehe ich auch schon wieder auf der anderen Seite, wo wir rübergekommen sind, ist auch nochmal so ein Verschlag. Eine kleine Höhle. Ja, das ist ja krass. Also, es ist definitiv ja irgendwas Militärisches gewesen. Und ja, jetzt muss ich mal kurz die Taschenlampe zücken. Aber ich habe keine Ahnung für was. Es sind einfach riesige Kammern. Hier sieht man es auch wieder. Es ist einfach eine riesige Kammer, wo auch irgendwelche Steine gelagert sind. Und hier bildet sich auch schon ein Rinnsal. Ich weiß auch nicht, ob es da ums Eck geht. Ich kann jetzt mal eben kurz durchkrabbeln und mal gucken. So Leute, jetzt sind wir hier, das was wir vorhin mit der Drohne gespottet haben. Und es ist im Prinzip wieder sowas. Hier ist an der Seite noch viel besser ja, abgestützt und zugemauert und zubetoniert. Und ist auch hier wieder wie so eine Kammer. Diesmal ist die wahrscheinlich ein bisschen tiefer, geht die hier in den Berg rein. Hier an der Seite sieht man noch den Betonsockel. Und ganz oben, die ist auch höher als die anderen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sehen kann. So, da. Da seht ihr im Prinzip ja auch nochmal so ein, entweder ist es ein Stahlträger oder ist es Holz, ein Holzbalken. Ja, irgendwas haben die hier drin gelagert, aber keine Ahnung für welche Zwecke letztendlich. Das ist ein bisschen mysteriös. Weist auch so gar nichts drauf hin. Ja, mal gucken, ob wir jetzt noch
mehr solche Sachen finden. Das ist echt merkwürdig. Man weiß auch gar nicht, aus welcher Zeit das so wirklich ist. Aber viele Metallteile, die man so auf dem Boden sieht, die sind so stark verrostet. Und halt, wie gesagt, Stacheldraht und alles weist ja sowieso auf Militär hin, aber von wann, kann ich leider nicht sagen. Naja, wir gucken noch mal, ob wir was finden. Jo, wie ihr hier sehen könnt, noch ein Loch, noch ein Eingang, da unten auch. Aus dieser ganze Berg hier ist so durchlöchert. Keine Ahnung, wieso, weshalb, warum das so ist. Einfach nur krass. Also zum Teil hat es für mich echt so einen Anschein, als ob dann doch teilweise einiges für den Ersten Weltkrieg mitspricht, weil hier geht man jetzt einfach so einen Gang nach oben. Der endet jetzt in einer kleinen Luke, wo man rausschauen kann, was wieder so eher darauf tendiert, also dazu tendiert, dass es eigentlich irgendwas Militärisches sein muss, wenn man da oben jetzt ganz gut hätte eine MG-Stellung jetzt positionieren können. Ja, und immer wieder das ganze Metall hier. Ja, okay. Ich gehe jetzt erstmal wieder zum Ausgangspunkt zurück, weil da wird es wahrscheinlich noch mehr von diesem Zeug geben. So Leute, das war's jetzt mit diesem Video. Ja, wir haben am Anfang halt nur die 1-2 Stellungen von Vallo Alpino besuchen wollen oder uns anschauen wollen, die wir auch gefunden haben. In die eine kam er leider nicht rein, in die weiter drüber lag. Aber zum Ende hin, dass wir jetzt höchstwahrscheinlich noch viele Stollen und Kammern vom Ersten Weltkrieg entdeckt haben, fand ich jetzt mega interessant. Das ganze Gebirge hier hinten scheint noch voll zu sein, immer wieder verschiedenste Stollen und auch man sieht immer auf dem Boden uralte Metallreste, auch Dosen, die müssen aus der Zeit sein. Aber was das genau hier letztendlich war, kann man nicht sagen, ob das jetzt irgendwie eine rückwärtige Stellung irgendwie war, wo die sich gesammelt haben und verpflegt haben oder Nachschub gelagert wurde, also in diesen großen Kammern. Das ist jetzt nur eine Vermutung, da müsste man jetzt noch mal weiter recherchieren. Aber zu dem Punkt später noch mehr. Das soll es jetzt gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal.